Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Wir werden uns heute einem der zentralen Themen, wenn es um Alter und Digitalisierung geht, widmen, nämlich smarten Technologien zu Hause. Und nun freue ich mich, das Wort an Sie, liebe Frau Ministerin, übergeben zu dürfen. Ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich und freue mich, dass so viele Menschen dabei sind. Normalerweise wären wir in einem großen Saal mit 600 Menschen und das wäre eine richtige Großveranstaltung. Viele interessieren sich für unser Thema Smart Wohnen und wir haben ein Programm gestartet hier im Bundesseniorenministerium, das heißt Leben wie gewohnt. Und leben wie gewohnt im doppelten Sinne, denn es geht darum, dass wir innovative Projekte fördern wollen, die eben das technikgestützte, das digitale Wohnen, das gemeinschaftliche Wohnen auch erproben wollen. Und wir haben bei uns auf der Homepage des Bundesseniorenministeriums ein Serviceportal eingerichtet, zu Hause im Alter. Und da soll es natürlich auch darum gehen, dass ältere Menschen Unterstützung bekommen, Informationen bekommen, wo sie auch zum Beispiel ihr eigenes Heim altersgerecht umbauen lassen können, welche Förderung seitens des Bundes es dort gibt. Frau Telschow, wo sind Sie gerade? Vielleicht erzählen Sie ein bisschen, wie Sie leben und ob Sie vielleicht schon die Technik auch für sich nutzen und ja, was Sie sich auch noch wünschen für Ihre eigene Wohnung. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier teilnehmen darf. Ich bin beinahe 85 Jahre alt und lebe schon so ein bisschen in dieser Technik drin und ganz besonders mit meinem Smartphone und mit meinem Internet. Das ist für mich so wichtig. Ich bin nicht krankhaft, aber ich brauche das. Diese Smartphone, erst diese Verbindung mit meiner Familie, mit meinen Freunden, die ist immer da, auch wenn ich alleine lebe. Aber es kommen dann immer wieder so nette Berichte und vor allen Dingen die Bilder. Ich habe auch 5 Urenkelkinder. Ich bin noch eigentlich, obwohl ich hier alleine lebe, bin ich noch so irgendwie mit im Leben. Jetzt frage ich mal den Herrn Sander. Ist Herr Sander bei uns? Ich muss mal schauen. Vielleicht erzählen Sie mal, wo wohnen Sie und wie wohnen Sie und was ist das, was Sie für Ihre Wohnung sich wünschen und brauchen und was Sie überhaupt von dieser ganzen Entwicklung halten? Ja, also ich wohne in einem Haus, das ein Musterhaus zur Expo 2000 in Hannover gewesen ist und wo man alles reingepackt hat unter dem Motto Kleinwüchsige und Behinderte sollen eine Auswahl haben, sollen sich das einsehen können und hier, wie man auch dann zu Hause bleiben kann, wenn man ja, irgendwie behindert ist. Und dann darf ich Michael Husar bitten, der uns Hallo, ich grüße Sie und ja, was würden Sie sagen? Was sind die großen Vorteile smart ausgestatteter Wohnungen und vielleicht, wie würden Sie es auch ganz simpel erklären? Weil ich erlebe immer so, wenn wir allgemein über Digitalisierung sprechen oder über Smart Homes, da weiß eigentlich nicht sofort jeder, was damit gemeint ist. Und wenn Sie es mal zusammenfassen würden, was ist für Sie einfach gesprochen ein gutes Smart Home? Also ganz kurz zusammengefasst, ein gutes Smart Home ist für mich, dass alles leicht bedienbar ist und zugänglich. Zum Beispiel das Öffnen der Rollladen oder das Licht ein- und ausschalten. Beim Verlassen des Hauses wird das gesamte Licht ausgeschaltet. Man muss nicht nachdenken, habe ich was vergessen, sondern es geht von alleine aus. Und wenn ich komme, geht das Licht von alleine wieder an. Auch beim Betreten des Hausflurs, da braucht man keine Schalter. Also man geht einfach durch und das Licht geht an und geht beim Verlassen wieder aus. Wir haben ja auch noch ein paar Expertinnen und Experten hier in der Runde. Und ich würde jetzt mal den Herrn Ney natürlich und auch Frau Dr. Meier und Frau Eberhardt bitten, dass Sie mal ein bisschen auch erzählen, wie kann man sowas dann eigentlich in die Fläche bringen? Wie kann man hier vom Seltenheits- und Modellcharakter auch hinkommen zu einer größeren Verbreitung? Aus meiner Sicht, und das haben unsere älteren Herrschaften, die jetzt berichtet haben, ja alle auch so gesagt, entscheidend ist, dass die Wohnung wirklich einen Internetanschluss hat.
Herr Sander hat auch darauf hingewiesen, es ist eine Einkommensabhängigkeit. Da müssen wir irgendwie vorsichtig sein und aufpassen, wie können Menschen, die das Einkommen nicht haben, die das selber nicht irgendwie quasi tragen können, wie können wir die unterstützen, sodass wir sie nicht digital abhängen, sondern dass auch ihre Wohnungen quasi diese Möglichkeiten haben. Wir brauchen in der Wohnung ein WLAN, sodass man quasi in allen Räumen der Wohnung dort irgendwie quasi auch einen Anschluss hat. Das ist der nächste Punkt. Und natürlich braucht man ein Gerät, damit man überhaupt partizipieren kann. Das nächste, Assistenzsysteme in der Wohnung, Herr Hussar hat das sehr schön gerade berichtet, ist auf der einen Seite natürlich davon abhängig, dass man vielleicht selbst investiert, wie Herr Hussar mit den Leuchten, aber auf der anderen Seite braucht man dazu auch den Vermieter seiner Wohnung. Wir haben in der Bundesrepublik einen Mieterwohnungsmarkt. Und das heißt, wenn ich in meiner Wohnung was fest einbauen möchte, dann brauche ich entweder die Zustimmung des Vermieters oder einen Vermieter wie den wir in dem Film gesehen haben, der gleich so baut, dass alles vorhanden ist, und zwar Barrierefreiheit auf der einen Seite und Technik auf der anderen Seite. Es ist mir auch wichtig zu sagen, Smart Home heißt nicht nur digitale Ausstattung, sondern Smart Home heißt auch Barrierefreiheit. Also mir hilft ein digitaler Anschluss im Wohnzimmer nichts, wenn ich im Badezimmer nicht auf meine Toilette komme, weil alles viel zu eng ist. Wie ist es bei Frau Eberhardt? Sie sind ja in der ganzen Frage Wohnungsberatung auch sehr, sehr stark mit diesem Thema verbandelt. Unser Anliegen ist es einerseits zu lernen, was mögen Bewohnerinnen und Bewohner, was nutzen sie in der Zukunft tatsächlich, weil letztendlich nur aus dieser Wertschätzung ergibt sich auch eine Zahlungsbereitschaft. Aber genauso wichtig ist es auch für uns zu erfahren, was bedeutet das, so eine technische Ausstattung auf Dauer für uns? Wir sind nicht wirklich für digitale Gebäude ausgestattet, schon gar nicht für Wohnungen. Unsere Prozesse sind absolut auf analoge Wohnungen ausgerichtet. Das heißt, wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen auch wissen, was bedeutet das in Kosten auf die Dauer. Und dafür haben wir halt in ein echtes Wohnprojekt mit 90 Wohneinheiten, aber daran investiert. Und was wir machen, damit das Ganze eine größere Verbreitung findet, ist, dass wir die Erfahrungen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Wohnungswirtschaft teilen. Das ist die einzige Chance, dass wir da wirklich gut vorankommen. Also zu erfahren, was wird genutzt, was ist einfach wirklich in der Wohnungswirtschaft auch gut handhabbar. Und und eben auch in der Lage zu sein, das Ganze letztendlich auch zu kalkulieren, weil ohne das geht es nicht. Und Herr Ney, vielleicht können Sie einfach noch mal ein bisschen aus Ihrer Sicht das schildern, was an Beratung zu baulichen Fragen, zu finanziellen Fragen und so weiter vielleicht noch gut ist zu wissen, auch für unsere Zuschauer. Wir haben ja hier heute viele an Bord, die vielleicht sagen, ich will das selber für mein Haus, ich überlege das und deswegen interessiert mich. Gibt es aus Ihrer Sicht so ein paar Praxistipps, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man überlegt, seine Wohnung, sein Zuhause smarter und digitaler zu machen? An erster Stelle ich glaube, das ist so die grundlegende Frage, was kann man sich denn vorstellen oder was sind die Bedarfe, wo braucht man Unterstützung? Das kann man in Gesprächen klären. Das heißt, was Fund vorgestellt, zum Beispiel das Thema Licht oder sind öfter schon mal Stürze passiert, dann sind das vielleicht Möglichkeiten, in denen man technisch arbeiten kann. Aber natürlich auch zu gucken, und das ist zum Beispiel uns in Hannover sehr wichtig, um mal diese Hürde einen Schritt rüber zu gehen. Wir leihen halt viele von diesen mobilen technischen Lösungen auch aus, dass man in der Häuslichkeit zu Hause gucken kann, funktioniert das wirklich so? Weil in der Beratung hört sich das manchmal ganz gut an oder auch in so Verkaufsgespräch und dann merkt man zu Hause, irgendwie passt das nicht so, weil ich zu groß oder zu klein bin oder mir gefällt das vom Design nicht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das nimmt auch ein Stück weit die Angst. Und dann muss man natürlich sehr konkret werden und vor allem beim Frage der Finanzierung, das ist eine der zentralsten Fragestellungen immer wieder. Viele bauliche Sachen kann man refinanzieren, zum Beispiel im Rahmen von der Pflegeversicherung, über Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, Umfeldgestaltung des Bades oder zum Beispiel Zugang zum Balkon. Bei technischen Systemen sieht es schon ein bisschen schwieriger aus und das ist mal die größte Herausforderung. Am besten eignen sich halt Systeme beim Thema im Bereich Sehen oder Hören. Solche Systeme lassen sich halt sehr schnell umsetzen und viele dieser Systeme haben zum Beispiel eine Hilfsmittelnummer. Das heißt, ich kann mir das auf Rezept vom Facharzt verschreiben lassen und das sind natürlich Möglichkeiten. Gleichzeitig muss man aber auch zentral sagen, da muss man sehr ehrlich sein, viele der Systeme sind halt noch Privatleistungen und dann muss man gucken,
welches System ist halt auch für den Bedarf refinanziert. Und das muss man entsprechend austesten. Vielleicht auch nochmal die Frage an Sie, Herr Ney, oder vielleicht auch an Sie, Herr Sander, weil Sie sind ja auch ehrenamtlich als Wohnberater tätig. Wie spricht man Ältere an, aber auch die pflegenden Angehörigen, die ja häufig letzten Endes diejenigen sind, die die Entscheidung treffen, diese Techniken anzuschaffen? Wenn es einem gelingt, vorher jemanden zu sprechen, sie unbedingt umziehen müssen, hat man natürlich den Vorteil, dass man sich erstmal fragen kann, was möchtest du von dem, was du jetzt in deiner Wohnung hast, in deiner Umgebung hast, was möchtest du behalten, auch wenn du später mal in Seniorenheim umziehen musst. Und dann kommen manchmal die richtigen Antworten, was den Leuten eigentlich wichtig ist. Gut, dass Sie da sind, lieber Herr Dr. Obst, denn es gibt eine Frage, die Sie alle im Chat und das Publikum quasi Ihnen schier unter den Nägeln brennt. Und das ist quasi die zentrale Frage auch, die wir schon ein Stück weit behandelt haben, die der Finanzierung. Ich kann die Frage so in dieser Pauschalität gar nicht beantworten, weil die Individualität der Situation derjenigen, die sich für Smart Home interessieren und die das dann, ja, sagen wir mal, gerne auch umsetzen wollen, sehr unterschiedlich ist. Dafür hat ja vorhin auch schon Herr Ney auf verschiedene Hilfsmöglichkeiten durch die Krankenversicherung oder eben auch die Pflegeversicherung hingewiesen. Es gibt Zuschüsse, die eben von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verfügung gestellt werden. Alles, was hier so auch dargestellt worden ist, ist natürlich sehr viel auf Neubau auch bezogen. Ich glaube, die größte Herausforderung wird übrigens ja sein, den Altbau auszustatten. Da sind bauliche Veränderungen immer eine ziemliche Herausforderung, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Toll ausgestattete Wohnungen sind das High-End-Produkt. Ich glaube, deswegen zeigt man sie natürlich auch gerne. Aber man sollte jetzt für sich selbst auch den Maßstab nicht zu hoch nehmen, sondern auch gucken, was einem wirklich ganz wichtig ist. Und für die meisten Dinge gibt es dann auch Lösungen. Vielen Dank, Herr Dr. Obst. Sie sprechen es ja schon an. Lösungen müssen von verschiedenen Akteuren kommen, auf kommunaler Ebene, aber auch aus den Bereichen der Wohnungswirtschaft und damit letzten Endes an Sie, Frau Eberhardt, und auch Herr Ney. Was für Lösungsansätze können wir denn da sehen? Womit können wir rechnen? Ja, also Sie sprachen eben vom Bestand und von Neubauten. Also ich wäre schon froh, wenn alle Neubauten so entstehen, dass sie nicht dem technischen Stand der 60er Jahre entsprechen. Man muss die Wohnungswirtschaft ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Wir sind ja im Moment mit Kostensteigerungen von 8-10% pro Jahr. Dann den Druck, CO2-neutral möglichst eine Ausstattung hinzubekommen, Barrierefreiheit, die nur während der Bauphase wirklich vernünftig hergestellt werden kann. Und dann auch noch quasi Digitalisierung. Aber Herr Ney, was kann denn die Kommune da noch beisteuern oder Sie auch als ja, in der Landeshauptstadt Hannover Tätiger? Ergänzend zu Frau Eberhardt würde ich noch hinzubringen, dass vor allem die Kommune ja jetzt noch als zentrale Akteurin sehen. Das sagt ja auch der 8. Altersbericht, als Ort, wo sozusagen die Frage der Digitalisierung auch real abläuft und konkret umgesetzt wird, dass das genau die Kommune auch genau diese Themenfelder koordiniert ein Stück weit für die Wohnungswirtschaft, für die Pflegeeinrichtungen darauf achtet, dass genau solche digitale Technik bedacht wird, neben der Barrierefreiheit und auch zum Beispiel sagen kann, wenn ihr hier bauen wollt, dann muss es diese und diese Anforderungen beispielsweise geben. Das ist ein Bedarf, den natürlich die Kommune umsetzen kann, aber dass sie auch Kompetenz aufbaut in diesen Themenfeldern im Rahmen von Daseinsvorsorge und das sozusagen noch nicht überall gegeben. In Hannover sind wir so ein bisschen der Exot, aber man sieht sozusagen, dass genau solche Dinge, wenn sie koordiniert werden müssen, muss natürlich Expertise auch dafür da sein. Ich möchte noch auf eine zweite Frage, die von Seiten des Publikums auch im Vorfeld der Veranstaltung immer wieder an uns herangetragen wurde, eingehen. Und das ist eben die Frage, Sie haben es eben schon mit den rechtlichen Grundlagen angesprochen, sind diese ganzen Geräte, mit denen wir es dann zu tun bekommen, eigentlich auch hinsichtlich Daten- und Verbraucherschutz sicher? Die Frage wird in dem 8. Altersbericht auch sehr ernst genommen. Also eine unserer Empfehlungen geht dahin, den Verbraucherschutz zu stärken, und zwar im Hinblick auf die Vorprüfung und auch Prüfung von Geräten und Systemen. Der Hintergrund dieser Empfehlung ist, dass der Einzelne sich in dem Dickicht digitaler Möglichkeiten auch gar nicht alleine zurechtfinden kann. Unmöglich. Von daher wäre, wenn Sie so wollen, ein Gütesiegel in diese Richtung auch ein guter Weg. Also wir kennen das zum Beispiel von der Stiftung Warentest. Wenn die Waschmaschinen unter die Lupe nimmt, dann ist das für uns auch eine Anschaffungsempfehlung, weil es da nicht nur um Preis geht und um Qualität, sondern es geht auch um Sicherheit, es geht auch um Wirtschaftlichkeit, um Nutzerfreundlichkeit
und auch um Datenschutz. Und wir haben eine Gruppe, über die haben wir noch nicht so ausführlich gesprochen, nämlich die Angehörigen. Das sind diejenigen, die beratend tätig sind in all den vielen Fällen, mit denen ich gesprochen habe. Es sind immer wieder die Kinder und die Enkelkinder, die auch Beratung, die, Frau Telsch hat es gesagt, irgendwie, die auch hilfreich sind, wenn man anfängt, irgendwie eine neue App zu benutzen und so weiter und so fort. Also die Angehörigen sind eine ganz wichtige Gruppe in dem ganzen Prozess. Und von daher irgendwie der Wunsch und der Appell an alle Angehörigen, die ältere Verwandte haben, Pflegebedürftige und so weiter und so fort, da auch wirklich aktiv zu werden und sich zu erkundigen, was möglich wäre. Aber auch der Wunsch an alle, die uns jetzt zuhören und zuschauen, ich sage das so frech, nehmen Sie sich ein Beispiel an Herrn Husar, Herrn Sander und Frau Telschow, aktiv zu werden, nachzufragen, auf die Beratungsstellen zuzugehen, die Anlaufstellen, die wir ja haben, aufzusuchen. Dort ist Hilfe, aber man muss natürlich auch hingehen und muss dort nachfragen. Und so schließe ich jetzt hier mit dem Dank an Sie alle hier in der Runde und da draußen und schließe mich Herrn Dr. Obst guten Wünschen an. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.